Wenn du das Problem haben solltest, dass bei deinen Naturtonbindungen immer Brüche entstehen, ein Umbruchgeräusch, dann bist du hier genau richtig, denn heute zeige ich dir eine weitere Übung, wie du trainieren kannst, dass dieses geschmeidiger funktioniert. Man liest ja oft, die Lippen müssen locker sein, weich sein, die Luft muss rausfließen und mit der richtigen Zungen- bzw. Luftführtechnik kommt man auch von dem einen zum anderen Ton. So leicht liest man das, aber in der Umsetzung ist es immer problematisch. Man ist zu eng, man ist zu fest. Man kann zum Beispiel den Ton nach oben drücken von C2 zu E2 exemplarisch, aber man kommt nicht aufs G, beziehungsweise da knackt es dann beim Umbruchgeräusch. Da kommt eben dieses, was du mit Sicherheit kennst. Wenn du jetzt trainieren möchtest, habe ich dir schon unzählige Videos gezeigt, wie du es trainieren kannst, aber hier eine neue Übung. Und zwar ist ja oft das Problem, dass wir unser Mundstück zu stark gegen die Lippen drücken. Oder das nach oben binden hat irgendetwas mit Höhe zu tun ab einem gewissen Punkt und da verkrampfen wir und werden eng. Jetzt reduziere ich den Mundstückdruck und zwar um ein extremes. Das heißt, die Luft geht nicht mehr zu 100% ins Mundstück, sondern sie fließt, sie geht verloren, der Luftdruck geht verloren. Es ist so ähnlich wie beim Lippensummen, nur mit etwas Mundstückkontakt. Wir spielen erstmal das C2, damit wir es eben gut im Ohr haben. Jetzt versuche ich, ich merke hier und hier unten fließt Luft. Auf jeden Fall nicht ins Mundstück, sondern ich merke hier den Luftstrom, wie eben meine Haut streift. Und dann versuche ich, die Naturtonbindung nach oben zu machen. Gar nicht so einfach, man braucht etwas Übung dafür. Bloß, wenn man ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, dann weiß man ganz genau, okay, und jetzt funktioniert das Ganze. Im nächsten Schritt gehen wir mit unserem Mundstück jetzt wieder an unseren Ansatz, also wir dichten ab und binden nach oben. Und nochmal die Übung ohne Kontakt. Und letztendlich kannst du auf diese Art und Weise trainieren, eben diese Blockaden zu lösen. Danach gehst du wieder mit dem Kontakt an die Lippen, an den Ansatz, dichtest ab und versuchst diese Bindungen zu spielen und du wirst merken, es geht wesentlich leichter. Das Problem ist oft zu viel Druck, zu viel Anstrengung und zu viel Power insgesamt im Körper. Meistens kommt dann noch ein enger Hals dazu und schon haben wir alle möglichen Blockaden errichtet, die uns hindern, von einem zum anderen Ton ohne Unterbrechung binden zu können. Probier diese Übung mal aus und schreibe in die Kommentare oder mir persönlich, wie es bei dir funktioniert oder was dir beim Naturtonbinden trainieren geholfen hat. Am Ende lass gerne noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Trompetenvideo. Bis dahin, ciao, euer Nico.